Du willst nach Paraguay auswandern, doch du hast noch keine geeignete Immobilie für dich und deine Familie gefunden. In diesem Video erfährst du, welche Häuser derzeit im El Paraíso Verde zum Kauf und auch Apartments zum Dauermieten angeboten werden. Herzlich willkommen, mein Name ist Christo und ich berichte vom größten Siedlungsprojekt Südamerikas, dem El Paraíso Verde. Paraguay auswandern. Ich stehe jetzt auf der Bodenplatte dieser beiden Apartments. Wir sind hier gleich neben der Villa von Cristo. Wir haben circa 4 Minuten nach Piratava ins Bambambo bzw. in den Mini-Mercado. Und wir haben hier 2 Apartments, die wirklich für Dauermieter geeignet sind. Wenn jemand sagt, ich möchte hier eine lange Zeit leben und ich möchte wirklich eine Aussicht haben, ich möchte irgendwie das Gefühl haben, hier in Freiheit zu leben. Das kann man hier machen. Ihr habt die unendliche Fernsicht nach Norden und nach Nordwesten. Mit anderen Worten, von eurer Terrasse könnt ihr rausschauen und auch den Sonnenuntergang genießen. Das Apartment selbst hat ein Schlafzimmer mit circa knapp 11 Quadratmeter, das Bad hat 6 Quadratmeter, die Wohnküche hat 12 Quadratmeter, die Terrasse 10,2 Quadratmeter, also ideal für eine oder für 2 Personen für Dauermieter. Das zweite Apartment ist etwas größer. Das zweite Apartment geht nach Süden ausgerichtet, eine schattige Terrasse und zwar mit Zugang zum See. Übrigens, für das erste Apartment ist der Seezugang optional auf Anfrage. Und für dieses Apartment hat eine direkte Terrasse zum See. Der See hat über 1200 Quadratmeter und ist wunderschön gelegen, Ruhelage. Wir haben hier in diesem Apartment ein Schlafzimmer mit fast 14 Quadratmeter, ein ca. 8,5 Quadratmeter zweites Schlafzimmer oder Büro für diejenigen, die im Internet zum Beispiel arbeiten möchten, ein 7 Quadratmeter Bad, ein 19,8 Quadratmeter Wohnzimmer und eine 16,5 Quadratmeter große Terrasse. Übrigens, beide Apartments haben Anschlüsse auch für Waschmaschine. Ihr seid hier wirklich autark, ihr könnt hier auch auf Dauer wohnen. Dieses Apartment mit diesen 1,5 Schlafzimmern ist geeignet für Einzelpersonen, vor allem für Leute, die auch ein Büro oder einen Massageraum oder sonst etwas brauchen. Ja, das sind die Apartments Claudia. Die Apartments Claudia sind 2 sogenannte Standard-Apartment-Häuser, ist eher schon ein Reihenhaus oder ein Doppelhaus. Das sind die Häuser mit 1,5 Schlafzimmern. Wie gesagt, Schlafzimmer knapp 13 Quadratmeter, ein zweites Zimmer mit ca. 8,35 Quadratmeter, ein Badezimmer und ein Wohnzimmer und eine wunderschöne Terrasse. Und dieses Apartment hat einige Dinge, die es auch für einen Dauermieter sehr, sehr attraktiv machen, hier zu wohnen. Zum einen mal in Gehweite ca. 7 Minuten bis nach Piratava, das ist das eine. Das andere ist sehr hoch gelegen, also bewusst hochgelegt. Damit hat man eine wunderschöne Rundumaussicht. Man hat hier vor allem sehr eine schattige Terrasse, da sie nach Osten ausgerichtet ist. Und also der Clou bei diesen Apartments ist direkt vor der Türe ein toller, riesengroßer Pool. Also ich glaube, das ist ideal für alle, die gerne einen Pool haben möchten, dort wo sie wohnen. Alle, die Kinder haben, ist das eigentlich ein Paradies, in dem man wohnen kann. Wie gesagt, Apartment Claudia für euch zu mieten. Wir rechnen hier mit der Fertigstellung ungefähr im spätestens Mai 2023. Daher, ihr könnt euch schon anmelden, da sind noch 2 Apartments zu mieten. Ja, und jetzt zeige ich euch 2 Häuser, die man nämlich auch kaufen kann. Im El Paraíso Verde haben wir über 100 Häuser gebaut und meistens sind nur 2 oder 3 zu kaufen. Also 2 bis 3% ist ungefähr die Fluktuation bei den Häusern. Und hier haben wir ein ganz besonderes Gusterstückerl. Dieses Gusterstückerl ist auf einem kleinen Grundstück 2 kleine Häuschen. Eines zum Mieten, eines zum Kaufen, beziehungsweise für eine größere Familie. Die Eltern sind in einem Haus, die Jungen sind in einem anderen Haus. Perfekte Wohnsituation. Der Grundrissplan entspricht dem, was wir Standard-Apartment nennen, mit 1,5 Schlafzimmern, einer Wohnküche und einer Terrasse. Ideal
für in einem wohnen und in einem dieser Häuser mieten oder vermieten, beziehungsweise auch für Familien, Eltern in einem Haus, Kinder im anderen Haus. Also eine tolle Lösung, vor allem auch sehr nahe, und zwar vor allem sehr nahe schon zum großen See. Das sind ungefähr 5 Minuten zu gehen, 6 Minuten zu gehen zum großen See und ungefähr 8 Minuten zu gehen nach Piratava. Also wunderschön gelegen, in einer tollen Wohnsiedlung. Da wird bald alles fertig gebaut. Also hier wird es dann mit dem Baugeschehen sehr ruhig werden, schon innerhalb eines Jahres ruhig werden. Es werden hier schon Bäume gepflanzt. Hier ist eine tolle Wohnsiedlung, die erste große Wohnsiedlung, in der man wohnen kann, ohne dass man direkt vom Baugeschehen betroffen ist. Also die Häuser Sandra, merkt euch die vor, wer interessiert ist, bitte 2 Häuser in einem wohnen, eines vermieten und perfekt leben. Ja, meine Lieben, jetzt bin ich in einer ganz besonderen Immobilie. Das ist das Haus Christian. Das Haus Christian ist eine riesengroße Villa. Das sind über 300 Quadratmeter unter Dach. Das Haus ist gegliedert in 2 Trakte. Das heißt, man könnte sogar unabhängig voneinander mit einer gemeinsamen Küche, könnte man hier wohnen. Auch 2 Familien oder eine Großfamilie kann hier wohnen. Das ganze Areal hat 1,5 Hektar mit einem über 3000 Quadratmeter großen See, ein wunderschönes Paradies. Und jetzt kommt noch etwas, was für alle, die noch mehr aus diesem Grundstück machen wollen, sehr wichtig ist. Auf diesem Grundstück mit 1,5 Hektar gibt es noch 3 Plattformen. Ihr seht in der 3D, seht ihr, wie man dieses Grundstück bebauen könnte. Man könnte hier noch 3 Apartmenthäuser bauen, beziehungsweise, was gar nicht auf der 3D ist, hier hinter dem Haus ist so viel Platz, da kriegt man wahrscheinlich noch 3, 4 Apartments hin. Mit anderen Worten, es wäre das gut, zum Beispiel, wenn ihr ein Projekt verwirklichen wollt. Wenn ihr sagt, ich wollte immer schon ein Projekt verwirklichen, will aber mir das nicht mehr von Anfang an antun, das kann ich verstehen übrigens. Ich möchte mich in einem Projekt selbst verwirklichen mit meinem Projekt, oder jemand will ein Gesundheitszentrum machen, oder, was ich glaube, was ganz besonders geeignet wäre, eine Seniorenresidenz hier zu machen. Eine Seniorenresidenz mit diesem Hauptgebäude, das Gemeinschaftsgebäude, mit einer Innenküche, einer Außenküche, und dann auf diesen anderen Plattformen kann man dann Apartments nach Geschmack in der von euch gewünschten Größe errichten. Also ich glaube, dass das für jemanden, der betreutes Wohnen zum Beispiel als Geschäft hat oder es machen möchte, eine tolle Gelegenheit ist. Ich habe schon erklärt, dass man hier um praktisch 700 Euro, 700 bis 800 Euro könnte man eine Rundumpflege haben, und wir haben hier ja die gesundheitliche Betreuung unserer Senioren, ganz toll. Also hier ist das Paradies, das grüne Paradies für Senioren, beziehungsweise das wäre der Ort, wo ihr ein Projekt verwirklichen könnt, das, was ihr immer schon machen wollt. Und ihr habt euer eigenes Paradies im Paradies. Ja, meine Lieben, das sind die Apartments von Heinz und Gerhild. Ihr kennt sie vielleicht schon aus anderen Videos. Diese beiden Apartments suchen Dauermieter. Ausdrücklich für Leute, die hier den Rest ihres Lebens oder eine lange Zeit verbringen wollen. Wir haben 2 Apartments. Das größere Apartment hat ca. 20,4 Quadratmeter Wohnzimmer, eine große Terrasse mit fast 18 Quadratmeter, und wir haben ein Schlafzimmer mit fast 11 Quadratmeter, einen schönen Gang, wo man auch sehr viel unterbringen kann. Das ist auch dazu da, mit einem 2. Geschoss, um ein Deposito, also einen Abstellraum zu machen, und ein Bad. Dieses Apartment und das andere Apartment ist das kleine Apartment. Das hat fast 16 Quadratmeter Wohnzimmer, hat ein Schlafzimmer, ein Bad und auch einen Gang, wo man auch Dinge unterbringen kann. Das ist vor allem für die, die als Dauermieter herkommen. Man hat einfach Sachen, man nimmt Dinge mit, und da ist es wunderschön, das kann man hier alles unterbringen, und die Bücher, das Gewand, alles, was man braucht, wenn man hier auf Dauer wohnt. Aber das Schönste an diesen beiden Apartments ist nicht das Apartment, das ist schon wunderschön, sondern das Schönste ist dieser Garten, eine wunderschöne paradiesische Landschaft mit allem, was das Herz begehrt, inklusive einem privaten See. Und schon Bäume, die schon fast 20 Meter hoch sind. Also ein Traum hier zu wohnen, schattig, wunderschön,
in Ruhe, jetzt haben wir sie noch nicht die Ruhe, weil jetzt haben wir die Bauarbeiter, aber wenn die Bauarbeiter weg sind und ihr kommt, dann könnt ihr dann davon ausgehen, hier ist es so ruhig, hier könnt ihr den ganzen Tag die Vögel singen und die Grillen zirpen hören. Also es ist wunderschön hier, das ist in der Mitte des El Paraiso Verde. Also da seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr auf Dauer hier mieten wollt. Ich stehe hier jetzt am südwestlichen Ende des Siedlungsgebiets des El Paraiso Verde bei einem ganz besonderen Haus. Und wie ihr wisst, die ganze Südseite des El Paraiso Verde wird autark sein in der Stromversorgung. Das ist das erste energieautarke Haus, das wir gebaut haben, das Haus Armin. Und ihr seht hier schon in diesem Carport oben die Photovoltaikanlage. Dieses Haus ist absolut energieautark. Das Wasser kommt vom Tiefenbrunnen, der ist nur 150 Meter entfernt, aber der Strom wird hier im Haus gemacht mit zwei Konvertern, mit Kaltstrombatterien, das heißt modernste Technik. Wir sind hier komplett autark, obwohl wir Klimaanlagen haben. Also es ist ein kleines Wunder der Technik, das wir hier vollbringen. Ja, die technischen Möglichkeiten sind natürlich gigantisch, aber das Schönste an diesem ganzen Haus, das entdeckt ihr, wenn ihr nach vorgeht zur Terrasse, die übrigens südwestlich ausgerichtet ist. Das heißt, wir haben eine wunderschöne Sonnenuntergangsterrasse und jetzt kommt das Allerschönste, das ist die tolle, unendliche Fernsicht. Also da habt ihr unverbaute Fernsicht nach Süden und nach Osten. Man sieht den Urwald überall. Es ist einfach herrlich. Ihr seid da draußen praktisch in der Einschicht, ihr seid ganz allein. Hier habt ihr wirklich nur ich und die Grillen, ja? Oder ich und die Glühwürmchen in der Nacht. Es ist einfach herrlich. Wir sind schon ein paar Mal hierher gekommen, meine Frau und ich, und wir haben schon überlegt, dass wir uns dieses Haus kaufen, aber wir bauen uns ja gerade eins. Daher haben wir, als wir da draußen waren, gesagt, es ist so schön für jemanden, der die Ruhe will, der absolut, ich will allein sein, ich will meine Ruhe haben, ist das natürlich ein Wahnsinn, dieses Haus, das zu kaufen und energieautark. Und dieses Grundstück davor, das ist auch noch zu erwerben. Das heißt, man kann durch den Erwerb des Grundstücks davor die unendliche Fernsicht auf ewige Zeiten garantiert haben. Ja, man kann nicht früh genug einen Platz im El Paraiso Verde buchen und dieses Objekt, das hier im Entstehen ist, wir machen gerade die Säulen, das wird ein zweigeschossiges Projekt. Dieses Projekt hier ist ideal für alle, die gerne schwimmen gehen, die gerne Freizeit haben möchten, weil es liegt in Gehweite. Wir haben ca. 5 Minuten zu gehen zum großen Ipi-See mit 9 Hektar. Dort, wo jetzt der große Fußballplatz entsteht, ein Volleyballplatz, ein Beachvolleyballplatz, ein Basketballplatz und ein wunderschöner Sandstrand inklusive Strandbar und Bootsverleih. Das ist hier alles 5 Minuten entfernt, also man lebt hier praktisch dann schon im Erholungsgebiet. Und hier sind 2 Geschosse, das sind auch sogenannte Standard-Apartments mit 1,5 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Wohnküche, nach Süden ausgerichtet, das heißt schattige Terrasse und direkt mit Blick auf den großen See. Wunderschön, aber wie gesagt, man muss sich hier rechtzeitig anmelden bei der Jurate, das Haus Jurate ist das. Man muss sich da rechtzeitig anmelden, wenn man hier mieten möchte. Ja, und jetzt stehe ich in der Villa Elke. Die Villa Elke ist nach Westen zum Sonnenuntergang gerichtet. Wunderschön mit 2 großen Schlafzimmern, einem Duschbad, einem Wohnzimmer und einer Terrasse. Geeignet für Familien und auch für Ehepaare. Aber bitte sehr bald anmelden, weil die wird Ende Mai 2023 fertig sein und dann darf ein Dauermieter sich hier freuen, dass er hier wunderschön in dieser Wohnsiedlung des Paraiso Verde 19 wohnen darf. Ja, und jetzt gehe ich zum nächsten Apartment, das man mieten kann. Auch hier ist ein Dauermieter oder Dauermieterin gesucht. Und ihr seht hier gleich, wenn man darauf geht, eine atemberaubende Fernsicht. Wir sind hier am Lago de la Flor und wir gehen in den 1. Stock. Und in diesem 1. Stock gibt es ein Apartment, das hat ein Zimmer. Hier ein Zimmer mit einem Bad, voll möbliert. Also hier
ist man sehr schnell im Mini-Mercado bzw. im Bambambo bzw. im Gesundheitszentrum in der Schule. Ideal für jemanden, der hier als Dauermieter wohnen möchte, mit einer tollen Fernsicht auf der einen Seite in den wunderschönen Urwald, auch nach Osten hin in den schönen Urwald und nach Süden eine gigantische Fernsicht über den Lago de la Flor und das El Paraíso Verde. Wenn dir dieses Video nun gefallen hat und du mehr über unser Siedlungsprojekt erfahren möchtest, abonniere unseren Kanal, damit auch du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Schreib gern deine Fragen in die Kommentare oder sende uns eine E-Mail auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf dich hier im El Paraíso Verde, denn auch die längste Reise beginnt mit deinem ersten Schritt.